Welcome, dear viewers. Willkommen, liebe Zuschauer. Today we have January the 1st, 2016. Heute haben wir den 1. Januar 2016. And I want to address what is ahead of us the next years. Ich möchte jetzt mitteilen, was in den nächsten Jahren uns erwarten wird. I want to talk about time period from 2016 to 2018. Ich möchte von der Zeitperiode von 2016 bis 2018 sprechen. First of all, 2016. Zunächst über 2016. I've seen that this year is a year of harvest here in Germany. Ich habe gesehen, dass es ein Zeitraum der Ernte ist hier in Deutschland. I've seen that this is a time where it's our obligation, those who know Jesus. Ich habe gesehen, dass es die Aufgabe ist von denen, die Jesus kennen, to bring in the harvest for Jesus, um dann die Ernte für Jesus einzubringen. There are so many people from different nations that have come to Germany. Es sind so viele Menschen, die aus unterschiedlichen Nationen nach Deutschland gekommen. And they need to hear about Jesus Christ. Und sie müssen über Jesus Christus hören. They need to be given the testimony what God did in our lives. Sie müssen sollen das Zeugnis hören von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. And it's their decision to also receive that. Es ist dann ihre Entscheidung, das anzunehmen. But we need to be ready to bring in the harvest. Wir müssen bereit sein, die Ernte einzubringen. For 2017, I've seen that this will be a time where many people are preparing and actually will be going to many nations, starting off from Germany. Ich habe gesehen, wo von Deutschland aus Menschen sich vorbereiten und tatsächlich gehen werden in ganz verschiedene Nationen. Like the Moravians back then, so wie die Herrenhuter damals, a couple hundred years ago, vor ein paar hundert Jahren, went into many different nations to tell people about Jesus, so wie damals die gegangen sind vor ein paar hundert Jahren, um viele Nationen gegangen sind, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Again, 2017 will be the sending time for many people from Germany that will go to many nations and tell people about Jesus. 2017 wird der Zeitpunkt sein, wo viele Menschen Deutschland verlassen werden, um anderen Menschen von Jesus zu erfahren. 2018 will be a time of cleansing and judgment. 2018 wird ein Zeitraum der Reinigung und des Gerichts sein. Again, I've seen Germany fall into a huge ditch. Ich habe gesehen, wo Deutschland wieder in ein ganz tiefes Loch fällt. At the same time, God provides for a big bridge. Ich habe auch gesehen, wo Gott gleichzeitig wieder für eine große Brücke gesorgt hat. So people that know Him can walk in righteousness above that bridge. Sodass die Menschen, die ihn kennen, in Gerechtigkeit über diese Brücke gehen können. So, there will be tough times in 2018. Es werden sehr harte Zeiten kommen in 2018. So please prepare. So bereitet euch bitte vor. And pray whether Jesus wants you to go even in 2017 to a different place. Und betet darüber, ob Jesus vielleicht möchte, dass ihr in 2017 sogar an einen anderen Ort geht. Simultaneously with Germany in 2018, I've seen the US. Gleichzeitig mit Deutschland habe ich gesehen, dass 2018 in den USA there will be a time of harvest, but a different kind of harvest. Ich habe gesehen, dass 2018 in den USA ein Zeitpunkt der Ernte sein wird, aber eine andere Art von Ernte. A harvest of the seeds that the US has been sowing for the past 200 plus years. Ich habe gesehen, dass dort eine Ernte eingefahren wird von den Samen, die USA gesät haben in den etwas 200 plus Jahren. Is seeds of terrible things that happened domestically in the US and happened outside due to the misconduct and misuse of global leadership. Und zwar, dass dort die Ernte eingefahren wird für die schrecklichen Dinge, die innerhalb der USA geschehen sind und dann außerhalb der USA, wo die USA ihre Weltherrschaft missbraucht haben. And that will be the time of judgment, the beginning of the harvest in 2018. Das wird eine Zeit des Gerichts sein und Beginn der Ernte für diese Saat. Das wird in 2018 stattfinden. In a vision I've seen that the US was in flames. Ich habe gesehen, dass die USA in Flammen stand. Not the entire country, but all over the country there were flames. Ich habe gesehen,
wie das Land, nicht das gesamte Land in Flammen stand, aber überall über das Land waren Flammen. And I've seen the Canadian border. Ich habe dann die kanadische Grenze gesehen. I've seen many people be there close to the border. Ich habe gesehen, wie viele Menschen nahe der Grenze waren. And they prayed that the fire wouldn't swap over to Canada. Ich habe gesehen, wie Menschen dann gebetet haben, dass dieses Feuer nicht rüberschwappt nach Kanada. Now, this is prophetic revelation. Das ist prophetische Offenbarung. And we're to test what we're to hear. Und wir sollen testen, überprüfen, was wir sehen. At one point we want to test it with scripture. Auf der einen Seite wollen wir es mit der Schrift überprüfen. And we also want to check it with reality. Wir wollen es auch mit der Realität überprüfen. Now, how do you get reliable news these days? Wo kriegt man verlässliche Nachrichten her? I found one very interesting source. Ich habe eine ganz interessante Quelle gefunden. Why didn't you look up? Warum schaut ihr nicht folgendes Webseite an? www.paulcraigroberts.org. Die Webseite heißt www.paulcraigroberts.org. And he was the assistant treasurer of the US many years ago. Er war der stellvertretende Finanzminister der USA. And he has keen insight into what the US are actually doing at the moment. Er hat wirklich ein ganz starkes Einblick in dem, was die USA gerade tun. And it affects the world, of course. Und das betrifft natürlich die Welt. So when I prayed about him, als ich über ihn gebetet habe, I've seen an accuracy of around maybe 90%. Habe ich dann als ich über ihn gebetet habe, habe ich eine Genauigkeit von vielleicht 90% gesehen. And I believe that the 10% inaccuracy, also ich glaube, dass die 10% Ungenauigkeit don't pertain to him trying to present something false, dass sie nicht daraus herrufen, dass er versucht, irgendwas falsch darzustellen, but a lack of information, dass ihm dort Informationen mangelt. And in fact, Jesus Christ wants to give Paul Craig Roberts divine revelation, as I've seen in the vision. Ich habe gesehen, wie Gott dann Paul Craig Roberts auch göttliche Offenbarung geben möchte. So please keep it in prayer. I wonder why they didn't assassinate him yet. So please keep it in prayer. Also ich bitte, dass für ihn gebetet wird, dass er göttliche Offenbarung bekommt. Ich wundere mich, dass man ihn noch nicht umgebracht hat. But he, at the current moment, gives some very powerful information, insightful information. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt er sehr starke, detaillierte Informationen. So you can check actually what's going on and you can check it with the reality that you see out there. Und das kann man dann auch wieder prüfen mit der Realität, die man dann draußen sieht. But I encourage you to be informed before things are happening. Ich ermutige euch, dann euch zu informieren, bevor die Dinge geschehen. So seek the Lord yourself. Sucht den Herrn selber to receive revelation and receive personal guidance, um dann Offenbarung zu bekommen, um dann diese Führung zu bekommen. Because at the end, Jesus is the perfect shepherd. Nämlich am Ende, Jesus ist der perfekte Hirte. And Jesus says, my sheep hear my voice. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. I know them. Ich kenne sie. And they will follow me. Und sie folgen mir. And the safest place we have on earth is to be obedient to the will of God. Und den sichersten Ort, den es auf der Welt gibt, ist im Willen Gottes zu sein. So, I want to encourage you to seek the Lord. Ich möchte euch ermutigen, den Herrn zu suchen, to find out for yourself, um dann für euch selber herauszufinden, what to do, where to go, um dann rauszukriegen, wo man hingehen soll, was man tun soll, in order to go through these next years in safety, in the will of God, um dann in den nächsten Jahren hier in Sicherheit im Willen Gottes zu durchlaufen. So thank you for listening. Ich danke fürs Zuhören.